Wie ich mit Automation ganz einfach Spannung und Dynamik in meine A Cappella-Version von Kigos Firestone gezaubert habe, das siehst du gleich nach dem Intro. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Behind the Tracks, und heute wollen wir uns mal anschauen, wie ich mit Automation in Logic ganz einfach meine A Cappella-Version von Kigos Firestone aufpoliert habe. Ich habe das ja rausgebracht letzte Woche und habe da eine ganze Menge Arbeit reingesteckt, viele Stimmen eingesungen, das Ganze zusammengepackt und so weiter. Und die Ausgangslage, die ich dann zuletzt hatte, bevor ich das Ganze veröffentlicht hatte, die war wie folgt. Ihr hört schon, eine klassische A Cappella-Version. Ich habe ein paar Instrumente dazu aufgenommen. Ich habe eine Bassdrum tatsächlich synthetisch reinkommen lassen, weil ich die nicht simulieren kann. Ich bin kein Beatboxer, auch einen Schellenkranz oder sonst was kann ich nicht simulieren. Aber geklatscht habe ich selber. Ich habe einen Holzblock benutzt und einen Shaker und so weiter. Und natürlich auch alle Stimmen eingesungen. Und am Anfang diese Stimmen, die ich hier, diese ersten Akkorde singen hier, die habe ich hier U-Klavier genannt, weil die quasi wie so ein Klavier wirken sollten, was auf die Viertelakkorde spielt. Da habe ich insgesamt 8 Stimmen mit 8 Spuren, 4 Stimmen gedoppelt jeweils. Und das Ganze klingt so am Anfang. Im Prinzip ganz klassisch A Cappella. Ich fand aber, dass es für den Anfang ein bisschen zu müde klingt, wenn die Akkorde einfach nur so reinspielen, und habe dann gedacht, naja, sie klingen auch auf der anderen Seite ein kleines bisschen zu hell, was kann ich tun? Und da ist mir Automation eingefallen. Mit Automation kann man eine ganze Menge schaffen in Logic. Man kann zum Beispiel Panoramafahrten von links nach rechts automatisieren. Man kann die Lautstärke natürlich automatisieren für verschiedene Spuren. Fader Riding ist hier das Stichwort. Man kann verschiedene andere Sachen automatisieren, und ich habe mir gedacht, ich möchte einfach mal den Equalizer automatisieren, und das ist ganz einfach zu bewerkstelligen, indem ich nämlich hier, ich habe ja einen Equalizer schon drin, um die Stimme ein bisschen abzuwandeln, ein bisschen anzupassen. Hier habe ich den üblichen Low-Cut drin und habe hier, damit es ein bisschen klarer klingt, habe hier in der Mitte ein bisschen rausgefiltert bei 395 Hertz, doch tüchtig rausgenommen, damit es einfach insgesamt ein bisschen klarer klingt. Und damit ich jetzt diese Filterfahrt machen kann, muss ich jetzt als erstes mal einen Filter einsetzen, und dazu nehme ich hier einfach den High Shelf, und den kann ich dann runtertunen. Ich setze den mal hier ganz drastisch auf minus 24 dB runter und ziehe das ganze Filter dann quasi hier einmal richtig runter bis auf, naja, sagen wir mal so 280 Hertz, und dann klingt der ganze Chor schon nicht mehr so hell und brillant, nämlich so klingt er dann. Ja, ein bisschen sehr dumpf ist er geworden, auch ein bisschen leiser dadurch, das hat mich aber nicht ganz gestört, das konnte ich ein bisschen ausgleichen. So, jetzt möchte ich dieses Filter hier automatisieren. Das ist in Logic sehr einfach möglich, indem ich nämlich einfach die Taste A drücke und hier in meiner Summengruppe, in der ich ja alle Spuren zusammengefasst habe, hier einfach jetzt mal auswählen kann. Und zwar hier an dieser Stelle, wo ich jetzt klicke, kann ich auswählen, dass ich hier zum Beispiel die Lautstärke automatisieren möchte, das Panorama, ob es an- oder ausgeht per Solo-Schalter, ob ich Solo hören kann oder nicht, ob ich es an- und ausmachen möchte per Mute oder so. Und ich habe mir natürlich gedacht, ich möchte das Filter vom Equalizer automatisieren und habe das dann hier per Channel EQ, das ist der Equalizer, den ich da vorne reingeladen habe, und habe mir da den High Shelf Frequency ausgewählt. So, will sagen, jetzt sieht man hier so eine leichte ausgegraute Linie. Das bedeutet, diese Linie ist jetzt unser Filter. Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr auch, dass hier schon 280 Hertz steht, und 280 Hertz ist genau das Filter, was ich gesetzt habe. So, und um das zu automatisieren, muss ich jetzt einfach nur auf diese Linie klicken. Zack. Na, was macht er? So. Einfach auf diese Linie klicken, muss man auch das Auswahlwerkzeug dafür nehmen. Und dann seht ihr schon, er hat am Anfang einen Startpunkt gesetzt, 280 Hertz, die ich ausgewählt habe. Und an der Stelle, wo ich geklickt habe, auch 280 Hertz. Wenn ich jetzt möchte, dass sich dieses Filter einfach öffnet, dann kann ich hier bis da, wo ich möchte, dass die Filterfahrt geht, einfach hier zum Beispiel klicken.
und schiebt es einfach hier rauf auf voll offen, vielleicht nicht ganz, sagen wir mal so bis 14.800, knapp 15 Kilohertz. Und jetzt hören wir uns mal an, was jetzt passiert, und ich mache mal den Filter an, damit wir es auch gleichzeitig sehen können. Ja, das kann man so kann man es ganz schon, ne? Ich schiebe es mal hier oben in die Ecke, dann kann man es besser sehen. Und wir starten mal. Ihr seht, ganz einfach öffnet sich jetzt das Filter. Bis zum Schluss natürlich, bis wir bei 14.800 Hertz rauskommen. Das ist dann hier an dieser Stelle. Ich klicke mal direkt dahin, dann sieht man, das Filter ist schon fast auf. Es ist oben ein bisschen abgeschnitten. Mir war der Sound ein kleines bisschen zu brillant und dadurch auch zu dominant. Und dann geht die Filterfahrt halt hier rüber bis 14.800. Da ist es fast völlig auf. Ich wollte so ein kleines bisschen mehr Spannung noch reinkriegen. Das heißt, ich habe mir gedacht, das Filter soll ganz langsam öffnen und auf den letzten 2 Takten, da soll es ein bisschen schneller öffnen. Das heißt, ich habe jetzt hier mal auf die Linie drauf geklickt. Noch ist sie komplett linear von 280 bis 14.800 Hertz hoch. Und wenn ich das jetzt hier reinklicke, es wird ein Punkt gesetzt und ich ziehe den jetzt mal ganz langsam hier runter. Und dann können wir uns mal anhören. Ihr seht, die Kurve verläuft linear etwas weniger steil und dann am Schluss aber doch sehr steil. Und das klingt dann an der Stelle so. Na, nehmen wir noch eine Viertel vorher und machen da den offenen Filter schon auf die vorletzte Viertel. Das klingt so. Ne, so ist der Filter fast am Schluss ganz offen. Und das klingt dann im Zusammenhang, klingt das dann, wenn ich das Solo ausmache, wie folgt. Zack, so einfach ist mit Automation was zu machen. Ich könnte es jetzt noch ein bisschen hier vorziehen, dann wird es vielleicht am Schluss noch ein kleines bisschen dramatischer werden. Aber letztendlich bin ich top zufrieden. So sieht es gut aus und so habe ich es am Ende des Tages dann auch gemacht. Könnt ihr euch im Original anhören. Link blende ich auf jeden Fall ein. Mein A Cappella Cover von Firestone ist mir, wie ich finde, und das sage ich ohne stolz zu sein, doch, ich bin sehr stolz, wirklich sehr gut gelungen. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie mir unten in die Infobox und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich mit einem Abo, kostenloses Abo, bleibt ihr auf dem Laufenden, wie es nächste Woche weitergeht. Wir sehen uns bis dahin, macht's gut, Yassas.